Ja, schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich habe heute als kleine Auswahlmöglichkeit eine Intuitionskarte von Martin Zoller. Ich lege die wieder oben hin. Und dann könnt ihr hier mal eine auswählen nachher, was die Karte euch so mit auf den Weg geben will, wo es etwas gibt, über das man nachdenken kann. Und wir schauen jetzt erstmal kollektiv, was der Tag so mitbringt. An Infos, uppala. Da haben wir schon mal das Unwetter. Und ja, hier wird einfach gesagt, dass ein Unwetter zwar immer befürchtet wird oder ja, vielleicht auch Chaos mit sich bringt, aber dass es halt nachher auch sehr reinigend ist. Denn die Energie ist danach einfach geklärt und erfrischt. Und es kann sein, dass hier einige so ein bisschen gerade im Umbruch sind. Und dass man diesen Wandel, wo vielleicht auch noch alles ein bisschen chaotisch ist oder noch nicht richtig greifbar, nicht verachtet oder wegdrückt, sondern dass man ihn annimmt. Es geht auch darum, irgendwie Ruhe im Chaos zu finden, oder Ruhe im Sturm zu haben. Manchmal ist es auch so, dass das Leben bei irgendjemand zu langweilig, zu unspektakulär ist, dass es Dinge gibt, die stagnieren, die bringen nicht weiter oder ja, und da ist so ein bisschen Chaos auch wieder gut, damit etwas in Aufruhr kommt. Hier geht es auch darum, dass wir mal versuchen, die Dinge auf eine andere Art und Weise zu tun, dass wir unsere Abläufe hinterfragen, speziell auch mal was extra anders zu tun, weil auch das könnte eine Bereicherung wieder sein, aber ich bin auch nicht Meister darin, also ich bin schon sehr unflexibel in meinen Dingen, in manchem auch eingefahren, aber es wird hier halt als Tipp so mitgegeben, dass es auch Gutes mitbringen könnte. Ja, hier ist also auf jeden Fall Umbruchstimmung und du sollst hier immer noch auf den Silberstreifen am Horizont gucken, weil dieses Chaos oder dieses Unwetter bringt uns hier mit, dass wir Blockaden über Bord werfen können, Mauern einreißen, Beschränkungen überwinden, die wir uns auch selbst aufgedrückt haben. Und man soll hier das Chaos willkommen heißen. Sorry, ich muss einen Schluck trinken. Seht ihr, das ist das Gute, wenn man das ganze Jahr aus der Weihnachtstasse trinkt, dann braucht man sie am Weihnachten nicht rausholen. Okay, wir gucken noch ein bisschen weiter, was die Golden Magic Karten von Gabi Mokros sagen. Golden Magic Lenormand. Ja, hier kommt schnell etwas in Bewegung. Möglicherweise auch unerwartet und plötzlich. So wie ein Blitz. Und das Gute ist ja, dass bei dieser Kombination man sehr schnell und sehr plötzlich und auch vielleicht auch auf unerwartete Weise einen Konflikt lösen kann. Ein Thema weglassen, das konfliktbehaftet ist oder etwas, wo wir immer wieder darum diskutieren müssen. Ihr kennt es vielleicht alle auch von Partnerschaften. Macht doch die Zahnpastatube zu, zum Beispiel jeden Tag aufs Neue. Und hier sieht man, dass es jetzt nicht mehr nötig ist, täglich die gleichen Konflikte zu schüren. Man findet ein Ende, man zieht einen Strich unter etwas. Und
Und ganz genau, das führt uns hier zu Veränderungen, die äußerst positiv sind. Also das entspricht schon dem, was hier auch liegt. Wir können irgendwie einen Kampf beenden, etwas wird harmonischer. Das kann ja auch speziell ein Familienthema sein, ja. Etwas, was in der Vergangenheit sehr stark gewirkt hat. Und etwas, wo du auch so diesen Kampf niederlegen kannst, dieses ewige Aufreiben an etwas, mag auch zu so einem Glaubenssatz gehören, der hier gültig ist und den man hier echt über Bord werfen kann. Sehr spannend. Die Erdung ist sehr wichtig. Wir haben hier zum Beispiel auf der Karte sogar das Kartenlegen drauf. Die Energie ist hier so ein bisschen Jungfrau behaftet. Und vom Element her haben wir Erde. Und jetzt gucken wir noch nach einem Engel. Also dieses Chaos oder dieses Unwetter, das hier ist, bringt nachher Frieden in einer Sache und Erdung auch. Ja, und guckt euch das mal an. Wir haben die Störche hier, die stehen für das Thema Veränderung. Und wir haben den Engel der Veränderung. Leben heißt, vorwärts zu gehen und sich zu entwickeln. Dieser bewusste Schritt zur achtsamen Veränderung führt zu neuen Abenteuern und neuen Wegen. Dein Engel wird dir zur Seite stehen und dich daran erinnern, dass wahre Erkenntnis und tiefer Sinn zu positiven Veränderungen führen können. Hab den Mut, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben und denk auch daran, so ein Gewitter reinigt echt die Luft. Okay, wir dürfen auswählen hier oben. Was nehme ich heute? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde zu rechts tendieren, deshalb nehme ich die Karte auch zuerst. Ja, und da haben wir das Element Luft. Man sieht hier jemand, der schaukelt, ja? Die Leichtigkeit, den Wind der Veränderung, der weht. Und vielleicht geht es hier auch speziell um die Sternzeichen des Elementes Luft heute, Zwillinge, Waage, Wassermann. Es geht vielleicht auch um deine Gedanken, deinen Intellekt, um die Kommunikation. Und auf der anderen Seite haben wir die Liebe. Hier geht die Sonne hinterm Horizont auf. Man hat vielleicht hier auch bei Herzensangelegenheiten so ein bisschen Chaos oder Gefühle, die nach Konflikt oder Verletzung einfach da sind, die sich einprägen, und trotzdem geht hier am Ende die Sonne auf. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.